leise. Ja, dann möchte ich herzlich willkommen allen hier im Saal sagen zu der zweiten Veranstaltung mit Kok To Yip. Wir werden ihn gleich sehen. Ich freue mich, Sie herzlich willkommen heißen zu können. Wir haben ja heute unser zweites Thema. Heute geht es um Liebe, Hoffnung und Optimismus und natürlich auch das Gehirn. Darüber werden wir heute mehr erfahren. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchte ich gerne noch etwas zum gestrigen Thema sagen. Gestern haben wir uns ja im Detail verschiedene wissenschaftliche Forschungen angeschaut, die über die vielleicht nicht so wünschenswerten Konsequenzen gesprochen haben, wenn man halt Achtsamkeit oder Mindfulness praktiziert. Und für die, die das interessiert, habe ich einen Artikel aus dem Tagesspiegel vom 19. August dieses Jahres ausgedruckt. Ich habe jetzt nur ein paar Exemplare, ich hatte nicht mehr genügend weißes Papier bei mir zu Hause. Aber der Titel heißt Die gefährlichen Folgen der Achtsamkeitslehren. Das war im Tagesspiegel im August. Falls Sie sich das also anschauen wollen, dann dürfen Sie sich gerne ein Exemplar mitnehmen. Das sind so 3 Seiten. Ja, es war sehr spannend. Wir haben ja gestern, Sie erinnern sich vielleicht, mehrere Forschungsbeiträge uns angeschaut und das wollen wir auch heute machen. Wir werden uns wieder verschiedene Forschungsbeiträge anschauen, die uns einen besseren Einblick geben in, wie funktioniert das Gehirn, was passiert im Gehirn unter verschiedenen Bedingungen. Und das wird sicher sehr, sehr spannend werden. Ich möchte natürlich auch nicht versäumen, Sie im Livestream zu begrüßen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, dass auch Sie bereichert werden durch diesen Vortrag heute Abend. Und bevor es so richtig losgeht, möchte ich gerne die Frau von Kok To, Roxana, bitten, uns wieder mit einem Klavierstück zu beglücken.
Herrn Kok Toyib begrüßen für die von Ihnen, die gestern nicht da waren. Herr Kok Toyib, da muss ich echt immer wieder üben. Er kommt aus Singapur. Er hat früher als Finanzdirektor für verschiedene Unternehmen gearbeitet, einmal auch für die Eisenbahngesellschaft in Singapur. Er ist hier mit seiner Frau Roxana. Und er hat selbst 20 Jahre lang als Zen-Buddhist meditiert, von seinem 18. bis zu seinem 38. Lebensjahr. Und wir sind sehr froh, also in der Zwischenzeit hat er Abstand genommen davon und brennt jetzt sehr für dieses Thema. Ja, wir freuen uns, dass er da ist. We're happy that you can be here. Und wir freuen uns also auch auf das nächste Thema was bewirkt Meditation und Spiritualität im menschlichen Geist. Und ich gebe jetzt das Wort an Herrn Yip Kok Toyib, Entschuldigung. Entschuldigung. I'm still practicing, yeah. All right. So today we're going to talk about the neuroscience of love, hope and optimism. Also heute wollen wir mehr über die Neurowissenschaft der Liebe, Hoffnung und Optimismus reden. I had been doing Zen meditation for 20 years. Ich habe Zen-Meditation für 20 Jahre praktiziert. And then when I began to research the science of it, Als ich dann aber begonnen habe, mir die Wissenschaft dahinter anzuschauen und zu durchforschen, I found a lot of tremendous, wonderful things about the human brain. dann habe ich sehr viele interessante Dinge über das menschliche Gehirn gefunden. That there is a place in the front Also es gibt einen Ort hier voran, that is responsible for love, hope and optimism. das zuständig ist für Liebe, Hoffnung und auch Optimismus. But what I also found was that Eastern meditation manipulates those places. Aber was ich auch entdeckt habe, ist, dass die fernöstliche Meditation diese Dinge manipuliert. So today we're just going to talk about the wonderful things of the brain. Heute wollen wir uns aber die wunderbaren Dinge des Gehirns anschauen. So that when I tell you about Eastern meditation and how it might change these brain parts, Damit Sie also, wenn wir uns näher anschauen, was die fernöstliche Meditation tut und wie sehr sie diese verschiedenen Teile des Gehirns verändert, then you can decide whether it's good or bad. dann können Sie nämlich entscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Okay. The first researcher that I found was Dr. Burogat, University of Montreal. Den ersten Forscher, den ich entdeckt habe, war Dr., wie auch immer da ausgesprochen wird, Burogat oder so, aus Montreal. Well, he wanted to know which part of the brain activates when you are in romantic love. Er wollte gerne wissen, welcher Teil des Gehirns wird aktiviert, wenn man romantische Liebe erlebt. And he found that there is one specific part that activates. It's called the anterior cingulate cortex, or the ACC. Und er hat halt herausgefunden, dass es einen bestimmten Ort gibt, der aktiviert wird. Das ist der ACC, der Anterior-Singuläre Cortex. And now they can look at the brain as it works. Und jetzt können Sie sich anschauen, ja, wie funktioniert denn eigentlich das Gehirn? So when people are romantically linked, Also wenn Menschen durch romantische Liebe verbunden sind, they put one person in the machine dann setzen sie eine Person in die Maschine and show that person the picture of the one they love. und dann zeigen sie dieser Person das Bild der Person, die sie lieben. And the ACC, it lights up. Und der ACC fängt an, wird aktiviert. With two other places. Zusammen mit zwei anderen Plätzen. And then he wanted to know, what about unconditional love? Und er wollte auch wissen, ja, was passiert, wenn man bedingungslose Liebe empfindet. And unconditional love he designed the experiment this way. Und dieser Forscher hat halt Experimente zusammengestellt, die das prüfen können. The carer and someone they care for who is sick or poor or can never repay back. Also es gab einen, der halt Fürsorge gezeigt hat, jemandem, der arm oder krank oder was war und eigentlich diese Fürsorge nicht zurückgeben konnte. So they put the carer in the machine and a picture of the one they care for. Dann haben sie also jemanden in diese Maschine gesetzt, der halt Fürsorge gezeigt hat und hat dieser Person ein Bild gezeigt von jemand, für den sie normalerweise sorgen. And again the ACC lights up. Und erneut ist dieser ACC aktiviert worden. Plus 6 other places. Und im Gehirn wurden weitere 6 Orte stimuliert.
Now, when your brain lights up like a Christmas tree, that's very good news. Also wenn Ihr Gehirn wie so ein Weihnachtsbaum erstrahlt, ne, weil es überall blinkt, dann sind das gute Nachrichten. So it looks like that we are designed to care for another. Es sieht also so aus, als ob wir designt sind, dass wir füreinander sorgen sollen. And when we care for another person, we automatically get the reward because our brain lights up. Und wenn wir uns um eine andere Person sorgen, dann werden wir belohnt, weil in unserem Gehirn gibt es ganz viele Stellen, die dann aktiviert sind oder die aufblinken, wie er sagt. Oh, I can't read my English words on this slide. Okay, this is a quote from my friend Timothy Jensen, ja. Timothy Jennings. And he's a psychiatrist, and he Also das had ist looked jetzt- at the brain and summarized what the ACC does for you. Also das ist jetzt ein Zitat von einem Freund von Herrn Jipp. Der heißt Timothy Jennings und das ist ein Facharzt für Psychiatrie. Und der hat sich halt angeschaut, ja, was passiert, also wofür wir das ACC benötigen. He's saying the ACC in the brain is where our heart is. Er sagt, dass dieses ACC im Gehirn der Ort ist, wo unser neurologisches Herz sich befindet. This is where you feel love, Hier, altruism, where you have your will and your determination, where you choose right from wrong. ich lese einfach mal ab. Also hier erleben wir Liebe, Mitgefühl, Empathie, Sympathie, Uneigennützigkeit. Und der ACC ist auch der Sitz des Willens, der Ort, an dem wir das Richtige oder das Falsche wählen. Now, this obviously is a very important part of your brain, Also das ist ja auch offensichtlich ein ganz wichtiger Teil des Gehirns. and it's in the front. Und der befindet sich hier vorne. And you can't afford this part of the brain to be deactivated. Und Sie können es sich nicht leisten, dass dieser Teil des Gehirns stillgelegt wird, Okay. deaktiviert wird. Now, other scientists Es gibt auch noch andere Wissenschaftler. looked at how depression goes away. Sie haben hier angeschaut, wie verschwindet eigentlich Depression? When the ACC is activated. Die Depression verschwindet, wenn der ACC aktiviert wird. Now, what causes depression and anxiety in the brain? Jetzt ist die Frage, was verursacht Depression oder Angst im Gehirn? There's a part in the back called the amygdala. Es gibt einen Teil hier im hinteren Bereich, der nennt sich die Amygdala. If your boss works you very hard, doesn't care to give you any help, but wants a report every week, maybe, That's too much like your boss. Nochmal in Amygdala is trying to. Also wenn Ihr Chef oder Ihr Vorgesetzter ganz streng mit Ihnen ist und ja, also Sie schlimme Arbeitsbedingungen haben, ich fasse es mal so zusammen, So your amygdala gets very active, and after a while, you get depressed. dann wird Ihre Amygdala aktiviert und nach einer Weile sind Sie depressiv. So these scientists discovered that when your ACC fires, your amygdala calms down. Und diese Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn der ACC, wenn der aktiviert wird, dann beruhigt sich die Amygdala hier hinten. And your anxiety and depression goes away. Und Ihre Angst und Ihre Depression verschwindet. So the scientists call this the hope and optimism circuit. Die Wissenschaftler nennen das die Hoffnung und also den Hoffnungs- und Optimismuskreislauf. So it's like that light switch. Das ist wie so ein Lichtschalter. You turn it on, the ACC comes on, Also and, man drückt den Lichtschalter oder man betätigt den Lichtschalter und das Licht geht an. Also der ACC wird aktiviert and your depression goes away. und Ihre Depression verschwindet. So here, the focus here is on the ACC and the amygdala relationship. Also hier schauen wir uns sozusagen die Beziehung zwischen dem ACC und der Amygdala an. Okay, now I'm going to talk about what the scientist says, what fires together, wires together. Also es gibt eine Aussage in der Wissenschaft, die sagt auf Englisch, what fires together, wires together. Das bedeutet, was zusammen ausgelöst oder abgefeuert wird, wird zusammen verkabelt. Now, whatever part of your brain you fire, you use. Also je nachdem, welchen Teil des Gehirns man aktiviert oder gebraucht, oder ja. For example, if I learn to speak German, Nehmen wir mal an, ich lerne jetzt oder ich versuche Deutsch zu lernen. my language for German is very
doesn't exist. Also es gibt keine, also diese deutsche Sprache existiert noch nicht in meinem So Gehirn. my neural network for language for German is very thin. Also dieses neurale Netzwerk für die deutsche Sprache in meinem Gehirn ist sehr, sehr dünn. But as I begin to learn, it grows from thin to thick. Aber je mehr ich lerne, desto dicker wird sozusagen die Netzwerkverbindung. Ne? Von einer sehr dünnen Netzwerkverbindung wird es eine ganz dicke. So what fires together, wires together, and becomes very strong. Also, was zusammen ausgelöst und abgefeuert wird, wird zusammen verkabelt. And this happens with everyone. Und das passiert mit jedem von uns. Your brain is alive and growing. Denn ihr Gehirn ist lebendig und wächst. So your ACC can be developed through unconditional love. Also ihr ACC kann durch bedingungslose Liebe sich weiterentwickeln. When you fire it, it wires together, it becomes strong. Und wenn sie es sozusagen auslösen, dann wird es dicker. Now I want to tell you the story of Dr. Zander. He's the conductor of the Boston Philharmonic. Ich möchte Ihnen jetzt mal die Geschichte von Dr. Zander erzählen. Er ist der Dirigent des Boston Philharmonischen Orchesters. Every year he gets 100 plus top musicians from around the world to Boston. Jedes Jahr bekommt er mehr als 100 Top-Musiker, die nach Boston kommen. And he used to grade them, all right? Although they're top musicians, there's always a first and always a last. Und was er macht, also obwohl es eigentlich Top-Musiker sind, hat er sie beurteilt. Es gibt immer einen Besten, also der oben an der Liste steht und einen, der am Ende der Liste steht. And nobody wants to be last. Und keiner möchte der Letzte auf dieser Liste sein, von Although den they are all Top-Musikern. top musicians. Obwohl sie eigentlich alle Top-Musiker sind. So, and he observed that when he graded them, they were afraid of being last. So they were practicing on their own. Und er hat halt festgestellt, wow, die hatten so eine Angst, dass die Letzte sein werden auf der Liste. Deswegen haben sie ganz viel zu Hause geübt. And Dr. Zander said it was like they were practicing in a prison on their own. Und er sagt, es war, als ob sie in ihrem Gefängnis waren. Sie haben ganz viel daheim geübt. For fear of being last. Denn sie hatten Angst, dass sie Letzte sein würden auf der Liste. So, this new year, he said, to the musicians, I'll give you everyone an A. Und No grading. dieses Jahr hat er gesagt, diesmal mache ich es anders. Ich werde niemanden von euch beurteilen. Ihr kriegt alle ein A. Das ist die beste Note. Entspricht dem Deutschen eine 1. Ne? All you have to do is to write me a letter after 6 months to tell me what the unconditional A has done for your life. Das Einzige, was ich euch bitte, dass ihr tut, ist, dass ihr nach einem halben Jahr mir einen Brief schreibt und beschreibt, was dieser bedingungslose Zustand mit ihnen gemacht hat. So at the end of 6 months, Die bedingungslose Liebe mit ihnen gemacht hat. he got a pile of letters. Also nach den 6 Monaten, nach dem halben Jahr, hat er einen dicken Haufen mit Briefen bekommen. And they all said this, Und alle sagten Folgendes. Dear Dr. Zander, Lieber Herr Dr. Sander, I did not feel like an A, ich habe mich ehrlich gesagt nicht wie ein A gefühlt, also wie eine 1. but you insist I'm an A. Aber du hast darauf bestanden, dass ich wie eine 1 bin. So when now I practice my music, Also wenn ich jetzt zum Beispiel übe, I practice not alone. dann übe ich nicht alleine. I practice with my fellow musicians. Jetzt übe ich mit den anderen Musikern zusammen. We work together and I learn new techniques. Und jetzt arbeiten wir zusammen und jetzt habe ich neue Techniken gelernt. I can feel the music. Jetzt kann ich die Musik spüren. And Dr. Zander said that year the Boston Philharmonic was the best. Und Dr. Sander sagt, an diesem Jahr war dieses Philharmonische Orchester das allerbeste. See, when they practice for fear, they practice alone. Als sie aus Angst geübt haben, hat jeder alleine geübt. When one fears, the amygdala is firing. Wenn man Angst hat, dann wird die Amygdala aktiviert oder When the- feuert. When the amygdala fires, the ACC is down. Aber wenn die Amygdala stimuliert wird, dann geht die Aktivität des ACC runter. With the unconditional A, the amygdala is calm and the ACC is up. Also mit dieser bedingungslosen Liebe geht die Amygdala runter und der ACC geht hoch. So it made the Boston Philharmonic the best that year.
Und deshalb war es das beste Jahr für das Boston Philharmonische Orchester. Now, I come from Singapore, Ich komme aus Singapur. and this is a health center, Annan, in Malaysia. Dort gibt es ein Gesundheitszentrum, das heißt Annan, und das befindet sich in Malaysia. I want to tell this story because someone got out of depression, a dramatic story. Ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, weil eine Person ist frei von der Depression geworden. Das ist eine sehr dramatische Geschichte. In every program, we see about 90 people. 19 oder 19? 90. 90. In jedem Programm haben wir 90 Teilnehmer. They come and live for 5 days, 10 days, or 20 days. Sie leben uns für 5, 10 bis zu 20 Tagen. And it's quite a big place. Und das ist ein sehr großer Platz. And next one also? Ja. well, we have 17 bedrooms, 3 doctors. Also wir haben 17 Schlafzimmer und 3 Ärzte. It's up in the mountains. Das befindet sich in den Bergen. And this is the health center. Also das ist jetzt das Gesundheitszentrum. Okay. And now I'm going to show you another picture. This is what we call the schoolhouse, where we have students. Und da dieses weiße Gebäude, was er dort gerade angezeigt hat, das ist ein Schulgebäude, wo sie auch Studenten haben. And this is one of the doctor's house. Und das Haus zur Rechten ist das Ärztehaus. Now, Oder das Haus eines Arztes eigentlich. when we came to this mountain, Als wir zu diesem Berg it kamen, was all trees. gab es nur Bäume. We loved the place because it was very high. Wir mögen diesen Ort, weil er sehr hoch gelegen ist. And we wanted to build a health center there. Und wir wollten so gerne dieses Gesundheitszentrum dort bauen. And it was a little town. Und es war ein kleiner Ort. So we went to the people in the town, the lawyer, the banker, and asked who is the best builder, the Und contractor. dann sind wir also zu den Leuten im Dorf gegangen, haben zu dem Rechtsanwalt und zu dem Bankfinanzier, haben gesagt, ja, wer ist denn der Beste oder wer kann hier am besten bauen? And they gave us a name. His name is Ahwat. This is Chinese name. Also dieser Mann hieß Ahwa, das ist ein chinesischer Name. So we went searching for Ahwat and we found Ahwat. Also wir haben dann nach diesem Ahwa gesucht und wir haben ihn gefunden. And Ahwat was a depressed man. Und dieser Ahwa war ein Mann, der unter Depression gelitten hat. So we asked him why. Da haben wir gefragt, weshalb sind Sie denn depressiv? Well, the story was he was a big contractor with about 20 workers. Also er sagte, er hatte ein großes Bauunternehmen mit ungefähr 20 Mitarbeitern. A friend of his got cancer. Einer seiner Freunde hat Krebs bekommen. And he tried to help the man, Und er hat versucht, diesem krebskranken Mann zu helfen, but did not succeed. aber er hatte keinen Erfolg. They went to treatment in China. Die sind nach China gereist, um dort Behandlung zu bekommen. It failed and the man died. Er hat nicht angeschlagen und der Mann ist gestorben. And Ahwat got depressed. He disbanded all his workers and stopped work for 6 months. Und dieser Ahwa ist so depressiv geworden, dadurch, dass der Freund gestorben ist, dass er alle seine Arbeiter entlassen hat und hat aufgehört zu arbeiten 6 Monate lang. So we said, Ahwat, we are going to build a health center. Dann haben wir zu Ahwa gesagt, weißt du was, wir wollen gern ein Gesundheitszentrum bauen. And we're going to treat all kinds of disease, Und wir werden alle möglichen Krankheiten dort behandeln. including cancer. Wir werden auch krebskranke Menschen dort When he behandeln. heard cancer, his eyes brightened up. Als er dieses Wort Krebs gehört hat, sind seine Augen groß geworden. He said, I will build this for you. Sagte, okay, ich werde dieses Gebäude für Sie bauen. I will be the lowest price. Ich werde es für den niedrigsten Preis bauen. He was the lowest price. He won the contract. And he built everything, including other houses down the hill in 1 year. Entschuldigung, ich habe das missverstanden. Also er hat gesagt, ich werde der niedrigste Anbieter sein. Also er wird den niedrigsten Preis bieten. Und es war dann auch tatsächlich so. Und innerhalb eines Jahres hat er dann alle diese Gebäude, also er war dann auch letztlich der niedrigste Bieter. Und sie haben ihn dann genommen und er hatte alle diese Gebäude, die wir gesehen haben, konstruiert. After he won the contract, he was up on that mountain, the first man before the sun rose at 6 a.m. Und nachdem er diesen Wettbewerb gewonnen hat, dann war er immer der erste Mann, der oben auf dem Berg war, schon um 6 Uhr noch, bevor die Sonne aufgegangen ist. Hope and optimism takes away depression. Hoffnung und Optimismus beseitigt die Depression. His ACC was firing.
Jetzt war sein ACC wieder aktiviert, ne? Hat abgefeuert. Hope and optimism, amygdala comes down. Also, die Hoffnung und Optimismus war da, dadurch ist die Amygdala runtergefahren. So now I'm sure the question now is how do I activate my ACC? Yeah? Und jetzt ist ja sicher die Frage, ja, wie kann ich denn mein ACC aktivieren? So the first thing is to keep your brain healthy. Also das Erste ist, dass man das Gehirn gesund erhalten muss. Good food, sleep well, Es ist wichtig, dass man gesundes Essen zu sich nimmt, gut schläft. don't get stressed. Stressmanagement. Yes. Now, the next question I want to ask is Die nächste Frage, die ich stellen möchte, ist, don't strengthen the anxiety of fear network. also das ist wichtig, dass man nicht dieses Angstnetzwerk stärkt. Now, you can strengthen the ACC, yes? Also man kann ja auch diesen ACC verstärken, nicht wahr? Can you strengthen your fear, your amygdala? Kann man auch seine Angst, also mit anderen Worten die Amygdala stärken? Yes. She said Yeah. yes? Yes, because Ja. the police, like in New York, in the rough area, their amygdala is bigger. Man weiß nämlich, dass in New York, dass bei den Polizisten, die in den schlimmsten Gegenden arbeiten, dass die Amygdala größer ist. The military in the Middle East, amygdala grows bigger. Beim Militär im Mittleren Osten, da ist die Amygdala auch größer. The people with post-traumatic stress disorder, their amygdala is bigger. Man weiß, dass Menschen mit dem posttraumatischen Belastungsstörung, dass die auch eine größere Amygdala haben. So how do people who are not police and not military, how do you strengthen your amygdala? Aber Sie, die jetzt nicht Polizist im Mittleren Osten sind, ne, wie stärken Sie denn Ihre Amygdala? If you watch TV every night on violent, Wenn Sie sich jeden Abend im Fernsehen etwas Gefährliches anschauen, betrayal, wo auch betrogen wird, your amygdala grows stronger and stronger. dann wächst Ihre Amygdala mehr und mehr und sie wird stärker. And one day, on a sunny day, Und eines Tages, an einem sonnigen Tag, when everything is nice, wenn alles eigentlich schön ist, and you say, I don't know why, but I feel anxious dann sagen Sie vielleicht, ich verstehe das gar nicht, aber ich habe irgendwie Angst. because you have a very strong amygdala. Weshalb? Weil Sie eine starke Amygdala haben. So our brain is up to us to design. Also es hängt von uns ab oder wir bestimmen, wie unser Gehirn ausschaut. You can strengthen your love and care and your ACC. Sie können also Ihre Fürsorge und Ihre Liebe für andere stärken und damit Ihr ACC. Or you can strengthen your fear network. Oder Sie können natürlich auch das Angstnetzwerk stärken, ne? Die Amygdala. Now, I'm a Christian. Also ich bin ein Christ. And in the Bible, there's a verse says, and perfect love casts out fear. In der Bibel gibt es einen ganz wunderbaren Text, der sagt, dass vollkommene Liebe treibt die Angst aus. I used to think that it's courage that casts out fear. Früher habe ich immer gedacht, das ist eigentlich Mut, ne? Wenn man mutig ist, das die Angst vertreibt. And I didn't know why would love cast out fear. Und ich habe gedacht, wie kann denn das sein, dass Liebe die Angst vertreibt? But when I saw the science Aber and als, the ich, ACC, aber als ich mir dann die Wissenschaft angeschaut habe, ne, oder die Forschung angeschaut habe und auch verstanden habe, wie das ACC funktioniert, I understood how perfect love casts out fear. habe ich verstanden, wie vollkommene Liebe die Angst vertreibt. But when the Bible talks about perfect love, Aber wenn die Bibel über die vollkommene Liebe spricht, it doesn't mean about human love. dann spricht es nicht in erster Linie über menschliche Liebe. It talks about the great, immeasurable love of God. Es spricht eigentlich in der Bibel über die große, nicht messbare Liebe Gottes. Now, the other thing is you can fall in love and you fire ACC. Man kann sich natürlich auch verlieben und das natürlich hat auch einen Effekt hier am ACC. And go and do social work. Oder man kann Unconditional love. sich auch sozial einsetzen, ne, und bedingungslose Liebe anderen zeigen. Now, I want to tell you the story what happened at the cross in terms of ACC and amygdala. Also ich möchte jetzt die Geschichte vom Kreuz berichten
im Zusammenhang, also im Kontext von ACC und Amygdala. Also das und das hier. At the cross, the greatest battle that ever fought was fought here. Am Kreuz ist eigentlich der größte Kampf, der je gekämpft worden, ausgefochten worden. The US Army wants to train their soldiers not to fight with the amygdala. Die Armee, also das Militär der USA versucht ihren Soldaten beizubringen, zu kämpfen, aber nicht mit der Amygdala. In a battle, if you have fear, which is amygdala, Also in einer Kriegssituation, wenn man Angst hat, und das bedeutet ja, dass die Amygdala aktiv ist, because when the fear comes up, das heißt, wenn die Angst hochkommt, your judgment goes down. dann geht eigentlich die Fähigkeit, eine Situation zu beurteilen, runter. Your love goes down. Die Liebesfähigkeit geht auch runter. And fearful soldiers are likely to lose the battle. Und ängstliche oder angstgetriebene Soldaten haben eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie den Krieg verlieren. So the US Army was thinking how to teach soldiers to fight with the ACC. Und deshalb hat das Militär in den USA sich überlegt, ja, wie können wir ihnen denn beibringen, dass sie nicht mit der Amygdala, sondern hier mit dem ACC kämpfen? Because when the soldiers love their country and they fight because of the love, they're likely to win. Denn wenn die Soldaten aus Liebe zu ihrem Land kämpfen, dann ist eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen werden, weil Liebe involviert ist. Now, Jesus came to earth just like one of us. Also Jesus kam auf diese Erde wie einer von uns. He had an amygdala, Er hatte eine Amygdala, he had an ACC. er hatte auch einen ACC. But for 30 years of his life, he loved and looked after people. Aber für 30 Jahre seines Lebens hat er Menschen geliebt und hat sich um sie gekümmert. So his ACC, his love, was growing from thin as a baby to thicker and strong when he was a man. Also sein ACC war ja, als ein Baby war, sehr dünn, ne? Und ist dann stärker und stärker und stärker geworden, je mehr er sich um andere gekümmert hat. So what they did was they caught hold of him Was sie dann letztlich gemacht haben, sie haben ihn gefangen genommen, and whipped him and tore the flesh off his back. sie haben ihn geschlagen mit einer Peitsche und haben damit das Fleisch von seinem Rücken freigelegt. Now, if that Oder happens abgerissen. to us, it will stir up our amygdala and we will get angry. Also wenn das uns passieren würde, dann würde das unsere Amygdala enorm aktivieren und wir würden wütend werden. But his ACC was very strong and he kept his amygdala under control. Aber sein ACC war so stark, so gut entwickelt, dass es die Aktivität der Amygdala unter Kontrolle gehalten hat. Then they insulted him, Die haben ihn beleidigt, rejected him, sie haben ihn abgelehnt, and shamed him sie haben ihn beschämt, to stir up his amygdala. denn sie wollten so gerne seine Amygdala aktivieren. And that didn't work. Aber das hat nicht funktioniert. And then they sent a thief to insult him. Und dann haben sie einen Dieb genommen, der ihn beschuldigen sollte. If you're the son of God, save yourself first. Also, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch als Ersten. That didn't work. Das hat nicht funktioniert. And then they wanted him on the cross to drink vinegar and gall. Und dann, Fermented vinegar. was sie dann wollten, sie wollten ihm etwas zur Betäubung geben, das war fermentierter Essig. That would have dulled his brain. Das hätte sein Gehirn betäubt. And if it had dulled his brain, her amygdala would rise up. Und wenn vor allem dieser Teil betäubt worden wäre, dann würde die Amygdala nach oben kommen können. So he fought this battle for us because he loved us. Er hat also diesen Kampf für uns gekämpft, weil er uns liebt. So the ACC is so important in our battles in our life. Also dieser ACC ist so unglaublich wichtig für alle die Kämpfe, die wir selbst kämpfen in unserem Leben. There were drug addicts in Spain. Es gab drogenabhängige Menschen in Spanien. They went to be cured. Sorry? They got told detox. Cured. Ja, die sind also durch so Detox-Entgiftungsprogramme gegangen und sie wurden dann geheilt. And then they had relapse. Aber dann Went back to drugs. sind sie rückfällig geworden, sind wieder zu den Drogen zurückgegangen.
But when the doctors stimulate their ACC with electromagnetic waves, Aber als die Ärzte ihre ACC mit elektromagnetischen Wellen stimuliert haben, many of them did not have relapse sind viele von ihnen nicht rückfällig geworden. because the ACC is responsible also for the will, determination. Denn der ACC ist auch sehr, sehr wichtig, wenn es um die Willenskraft und die Entscheidungskraft geht. So we are all designed with the ACC. Wir sind also alle kreiert, dass wir oder designt, dass wir einen ACC haben. But is the amygdala useful? Die Frage ist aber, ist diese Amygdala überhaupt nützlich? Hat die Nutzen? Shouldn't we have been designed without the amygdala? Wäre es nicht besser gewesen, wenn wir wenn wir designt geworden wären ohne die Amygdala? Entschuldigung. But this is how it works. Aber so funktioniert's. If in the garden, in your garden, Nehmen wir mal an, Sie sind in Ihrem Garten. you thought you see a snake, Sie denken, oh, das sieht nach einer Schlange aus. you would jump. Dann werden Sie springen. But then you look again, it's a garden hose. Und dann schauen Sie doch mal, dann denken Sie, ach, das ist ja nur eine Wasser, wie heißt es, eine Wasserschlauche, wie heißt das? Schlauche. Nein, ist ein Wasserschlauch. Ein Wasserschlauch, Entschuldigung. So when you thought you saw a snake, your amygdala fires. Also als Sie dachten, oh, das ist jetzt eine Schlange, da ist Ihre Amygdala aktiviert worden. But when you see and you know it's a hose, your front says it's only a hose, and it calms the amygdala. Aber wenn Sie sehen, oh, das ist aber nur eine Wasserschlauch, Entschuldigung, Wasserschlauch, dann sagt die ACC, das ist kein Problem, ist alles in Ordnung und die Amygdala beruhigt sich. So the amygdala is also useful. Also die Amygdala hat schon auch ihren Nutzen. Would you like to take questions now or afterwards? I think we are recording. We can take questions afterwards. Wir nehmen es hinterher, ja. Mhm. Okay. So the important thing now is, I want to tell you a story first, okay? Zuerst möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. This is a real okay? story. Das ist eine wahre Geschichte. There were Muslims in Europe Es gab Muslime in Deutschland, who were persecuted, die verfolgt wurden. and they sought asylum in the U.S., in Michigan. Und die haben um Asyl gebeten in den USA, in Michigan. And the psychologists looked at these persecuted Muslims who is now safe in Michigan. Und diese Psychologen haben sich also die verfolgten Muslime angeschaut, die sich jetzt in Sicherheit in den USA befanden. Some of the Muslims suffered from post-traumatic stress disorder, PTSD. Ja, also manche von diesen Muslimen haben unter diesem posttraumatischen Stresssyndrom gelitten. And some of them did not suffer from PTSD. Aber manche von denen haben nicht unter diesem posttraumatischen Stresssyndrom gelitten. But they all came from this persecuted group. Aber sie alle kamen aus der gleichen verfolgten Gruppe. And what is the difference between the two of them? Aber was war der Unterschied zwischen den beiden Gruppen? What they found out was the Muslims who had come out and they prayed to God to take vengeance, to take what do you call this? Vengeance. What's the other word for vengeance? Revenge. Ja, also es gab On the persecutors. They suffered for PTSD. Das Interessante war, die Muslime, die zu Gott gebetet haben, gesagt, Gott, jetzt musst du uns aber rächen. Bitte, ne? Du musst uns jetzt rächen an den anderen, die also Rachegedanken geäußert haben. Die haben unter diesem posttraumatischen Stresssyndrom gelitten. But those Muslims who have come out and said, God, I thank you for your mercy towards us. Please be merciful on our persecutors. They did not suffer from PTSD. Das Interessante war, die Muslime, die zu Gott gesagt haben, Gott, wir danken dir so sehr für deine Gnade uns gegenüber. Ne? Und bitte sei auch denen, die uns verfolgt haben, gnädig. Die haben kein posttraumatisches Stresssyndrom entwickelt. So it doesn't matter whether you're Muslim or whether you believe in God at all or whether you're Buddhist or Christian. Also es spielt keine Rolle, ob sie jetzt Muslime sind oder ein Christ oder Moslem oder was auch immer. Your God must be a God of love. Ihr Gott muss ein Gott der Liebe sein. Supreme in love. Der muss die Liebe sein. And then your life, your mental health will be good. Dann wird nämlich auch ihre mentale Gesundheit gut sein. I want to tell you about Dr. Brené Brown. You can look her up in YouTube.
Ich möchte Ihnen jetzt von Dr. Brené Brown erzählen. Sie können das auch in YouTube sich anschauen. Some of you seem to know her. Yeah? Einige von Ihnen scheinen sie schon zu kennen. No. Okay. Nein. She is social work, PhD, Houston University. Sie hat einen Doktorgrad in Sozialarbeit an einer Universität in Boston? Houston. Houston. And she talks about how people can be cured from their unhappiness. Und sie spricht darüber, wie Menschen geheilt werden können, die unglücklich sind. And she did an experiment Und sie hat ein Experiment durchgeführt with thousands of people. mit Tausenden von Menschen. The people who were sad and had pain in their life are talking on the internet with someone they do not know. They pour out their pain. Okay, eine Gruppe von Menschen, die sehr viel Schmerz und Leid empfindet, die haben übers Internet ihren Schmerz ausgeschüttet einer Person gegenüber, die sie nicht kannten. All right, the one in pain does not know who the other person is. They're just talking on the internet. Also die Person, ne, die den Schmerz ausschüttet und den Schmerz offenbart, kommuniziert mit einer Person übers Internet, die sie nicht kennen. So it's like Cinderella talking to Superman. Es ist also so, als ob Cinderella mit Superman spricht. And she did this experiment with thousands of people because it's so easy to set up. Und wie gesagt, das hat sie mit Tausenden von Menschen gemacht, weil das so leicht zu organisieren ist. And even after a long time, the one in pain never got healed. Und selbst nach einer langen Zeit, ne, ist diese Person, die ständig von Schmerz und Leid berichtet hat, ist nicht geheilt worden. Why? Weshalb? Because Cinderella doesn't know Superman, and Superman on the other side is not real. Denn Cinderella kennt Superman nicht und Superman auf der anderen Seite gibt es nicht eigentlich. Ist nicht real. For our pain and sorrows to heal, we must talk to someone real. Damit wir also Trost empfangen, ne, oder damit unser Schmerz geheilt wird, müssen wir mit einer echten Person reden. Also jemand, ne, der wir begegnen können. Someone we respect. Jemanden, den wir respektieren. And what better person than God? Aber weshalb nicht die beste Person wählen? Gott. But God must be real. Aber es muss ein Gott sein, der real ist. And he must be supreme in love. Und er muss jemand sein, der wirklich die Liebe überhaupt ist. I want to tell you a few more stories. Ich möchte euch jetzt noch ein paar wenige weitere Geschichten erzählen. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen zu früh. Ja. I used to work in Australia Ich habe für eine Zeit in Australien gearbeitet, in a health center like Anna. in einem Gesundheitszentrum wie das, was wir in Annan haben, in Malaysia. And there was a lady who came who was depressed. Da kam eine Frau zu uns, die depressiv war. She was so depressed that her brother had to send her to the health center. Sie war so depressiv, dass ihr Bruder sie zu unserem Gesundheitszentrum schicken musste. And we received her. We Ja. welcomed her. Also wir haben sie dann in Empfang genommen And our troubles began. und dann haben unsere Probleme begonnen. We asked her if she wanted lunch. She said no. Wir haben sie gefragt, möchten Sie gern was essen? Sagte sie nein. Also möchten Sie Mittagessen haben? Sagt sie nein. 10 minutes later, she said yes. 10 Minuten später sagt sie, ich möchte auch Mittagessen We haben. served her the food. Haben wir ihr also das Essen gebracht. She said she's not hungry. She didn't want. We have to keep it warm. Also dann haben wir das Essen gebracht, sagt sie ist nicht hungrig, dann mussten wir das Essen wieder wegnehmen und es warm halten. The next thing is she didn't like her room. Das nächste Ding war, ihr hat ihr Zimmer nicht gefallen. It's too hot. Zu heiß. So we adjusted it. Also das haben wir dann, ne, da haben wir was gemacht. Wir haben es also angepasst. Next thing was too cold. Dann war das Zimmer zu kalt. She changed rooms. Dann hat sie ein anderes Zimmer bekommen. And after she had slept in the bed, and it was cold, it's winter, she had messed up all the blankets. She said she doesn't like the bed. Und es war übrigens Winter, deswegen war es auch kalt. Und dann hat sie irgendwie alle diese Decken irgendwie verdreht und dann sagt sie mag das Bett nicht. And she wants her old room back. Und sie wollte wieder ihr altes Zimmer haben. And I'm the tallest in the health center. Und ich war der Größte in Form von Körpergröße in diesem Gesundheitszentrum. And it's an old health center, so I have to adjust the hot and cold veins, you know.
Und weil ich halt der Größte war, musste ich halt ständig diese warme oder kalte Luft einstellen, ne, da oben. And I thought to myself, this lady is going to be with us for 20 days. Dann hat er gesagt, oh nein, diese Frau wird bei uns für 20 Tage sein. And the whole health center got depressed. Und das gesamte Gesundheitszentrum wurde depressiv. But amazingly, after 12 days, this lady just bubbled up, became happy. Aber interessanterweise nach 12 Tagen hat die Frau sich verändert. Die ist sprudelnd geworden und war glücklich. Now I was like, why? What's happening, you know? Und dann habe ich mir gesagt, was denn hier passiert? And at that time, I didn't have the answer. Zu der Zeit hatte ich nicht die Antwort. And after the 10, 12 days, when she was happy, she began to tell us jokes. Und nach diesen 12 Tagen, nachdem sie halt glücklich geworden war, fing sie an, uns Witze zu erzählen. But she had been depressed for so long, her jokes was terrible. Aber sie war so lange depressiv gewesen, dass ihre Witze ganz furchtbar waren. But we were happy. She was recovering. Aber wir waren glücklich, weil sie ja offensichtlich auf dem Weg der Heilung war. And on the 20th day, when the brother came, he said, I can't recognize my sister. Und nach 20 Tagen, als der Bruder seine Schwester abgeholt hat, hat er gesagt, ich kann meine Schwester nicht wiedererkennen. But when I looked at the ACC, much later, 10 years later, Aber als ich mir dann 10 Jahre später die Sache mit ACC angeschaut habe, I began to understand how she recovered. dann konnte ich verstehen, wie es gekommen ist, dass sie sich erholt hat. You see, we were up on a mountain, Wissen Sie, wir waren auf einem Berg. and it was a small, personal health center. Das war ein kleines Gesundheitszentrum, das sehr persönlich war. The cook was a very good cook, Der Koch war ein sehr guter Koch, but he was also very good on the piano. aber er war auch sehr gut, er war auch ein sehr guter Pianist. So after breakfast, he'd play the piano, and we would sing. Und nach dem Frühstück hat er sich ans Klavier gesetzt und dann haben wir zusammen gesungen. And we would talk about God and the Bible. Dann haben wir oft über Gott und die Bibel geredet. After the evening meal, after dinner, Nach dem Abendessen, the cook will again play the piano, and we will sing for hours. und nach dem Abendessen, dann hat der Koch sich wieder ans Klavier gesetzt und dann haben wir wirklich And it was für Stunden a gesungen. safe place. Everybody was happy. Und es war wirklich ein sicherer Ort. Jeder war glücklich. But now I understand the ACC. I think her ACC just began to fire. Aber jetzt, nachdem ich den ACC besser verstehe, glaube ich, dass der ACC angefangen hat zu feuern. Now, what time do we end? Now it's 7:24. We have a few more minutes. 23 more minutes? We have a few more minutes. A few more minutes. Oh, better move on. I can't tell you every story. Tell us one more story, Tell okay? you one more story. Sie All wollen doch right. gerne noch eine Geschichte hören, oder? I'll tell you about Mark Mason. I met him he's an Australian. I met in Thailand. Also, ich möchte Ihnen gerne von Mark Mason berichten. Der ist, He is Australian. I met him Er in ist ein Thailand. Australier, aber er hat ihn in Thailand He kennengelernt. is about 50 years old. Er ist 50 Jahre alt. And he told me this story, which is absolute true because it was on TV. Und er hat mir diese Geschichte erzählt, die sehr wahr ist. Die wurde auch im Fernsehen ausgestrahlt. Mark Mason grew up in a dysfunctional family. Der Mark Mason ist in einer Familie aufgewachsen, die nicht heil war. Christian family. Es war eine christliche Familie. His father will beat him and then pray with him. Sein Vater hat ihn geprügelt und dann hat er mit ihm gebetet. And because of that, Mark Mason grew up hating God. Und weil er das erlebt hat, hat der Mark Mason Gott gehasst. At 17 years old, the father said to him, Mark, you're old enough, leave the house and find your way. Und als er 17 Jahre alt war, sagte der Vater zu ihm, so Mark, jetzt bist du alt genug, jetzt kannst du das Haus verlassen, jetzt musst du deinen eigenen Weg finden. So Mark packed himself and walked out the house at 17 years old. Also dann hat der Mark seine Sachen gepackt und als er 17 Jahre alt war, hat er das Zuhause verlassen. And Mark told me his family was so dysfunctional that after he left, his mother ran away with a young man who was Mark's best friend. Aber nur um zu zeigen, wie schlecht seine Familie funktioniert hat. Als Mark das Zuhause verlassen hat, er wurde ja ausgekickt, dann ist seine Mutter mit einem anderen Mann weggelaufen, der sein bester Freund gewesen war.
So as Also er Mark, viel jünger war und sein bester Freund gewesen war. Mark became depressed and suicidal. Und Mark hat dann eine Depression bekommen und wollte sich das Leben nehmen. And one day, Mark went to a cliff, was at a hotel, went to a cliff and was ready to jump. Und eines Tages war dieser Mark in einem Hotel und er ist zu einer Klippe gegangen und wollte sich eigentlich runterschmeißen, um sich das Leben zu He nehmen. said a little dog with a stick in his mouth distracted him. I wanted to play with him. Aber was passierte? Da war ein kleiner Hund neben ihm, der so einen kleinen Holzstab im Maul hatte und der mit ihm spielen wollte. And so he played with the dog. He played with the Dann dog. fing er halt an, mit diesem Hund zu spielen. And it became dark. Und dann wurde es dunkel. And he couldn't find his way back to the hotel. Und er konnte seinen Weg nicht zurück zum Hotel finden. And the little dog led him back to the hotel. Und dieser kleine Hund hat mit dem er gespielt hatte, hat ihn dann zum Hotel zurückgeführt. And then a pastor said to Mark, a pastor, Und dann sagte ein Pastor zu diesem Mark, since you're not getting any better, why don't you come and live with me, my Also, family? ich sehe, dass es dir nicht besser geht hier, weshalb ziehst du nicht zu uns und wohnst mit unserer Familie zusammen? And Mark said, I'll come and live with you, but don't talk about God. Dann hat der Mark zu mir gesagt, okay, ich werde zu euch ziehen, aber sprich nicht zu mir über Gott. So Mark was in the family for a while. Also Mark hat dann in dieser Familie für eine Weile gelebt. There's no improvement. Es gab keine Verbesserung. And the pastor asked Mark, during the day, when is your worst time? Dann hat dieser For Pastor depression. ihn gefragt, während des Tages, wann ist deine Depression am schlimmsten? And Mark said, well, it's 5 a.m. in the morning when I wake up. Dann hat Mark gesagt, in der Regel ist es 5 Uhr morgens, wenn ich aufwache. And next morning when Mark woke up, the pastor was sitting right there at his bedside to be with him. Am nächsten Morgen, als der Mark um 5 Uhr aufgewacht ist, da saß dieser Pastor direkt neben seinem Bett, um bei ihm zu sein. Mark didn't improve, Mark, didn't get better. also seine Depression ist nicht besser geworden. And the pastor said, why don't you go and see the psychiatrist in town? Dann hat der Pastor gesagt, weshalb gehst du nicht zum Psychiater in diesem Ort, dass er dich behandeln kann? So they made an appointment and one day Mark went to meet the psychiatrist. Und dann sie haben also einen Termin vereinbart und dann ist dieser Mark zu dem Psychiater gegangen. When Mark met the lady who's a psychiatrist, Als Mark dieser Dame begegnet ist, das war eine Psychiaterin, the psychiatrist said, like her mouth was open and her jaw dropped, like, als diese Psychiaterin ihn sah, ihre Augen haben sich geöffnet und ihr Kiefer ist runtergefallen. and the lady said, God had shown me your life. Und dann sagte diese Psychiaterin, wissen Sie was? Gott hat mir ihr Leben gezeigt. But we have to do the psychology counseling bit. So you might as well tell your story. Sagt, aber klar, wir sind ja jetzt in einer, wir haben ja hier einen Termin, und jetzt können Sie mir trotzdem Ihre Geschichte nochmal erzählen. And it took some time, weeks. Es hat Wochen gedauert, bis er seine gesamte Geschichte erzählt hatte. And one day the psychiatrist said, Mark, when was the worst time in your life? Und eines Tages sagte die Psychiaterin zu ihm, Mark, wann war der schlimmste Zeitpunkt in Ihrem Leben? Now Oder wann remember, hatten Sie das schlimmste Erlebnis in Ihrem Leben? Entschuldigung. Mark hated God. Sie erinnern sich dran? Mark hat Gott gehasst. He thought God was not with him since he was young. Er hatte den Eindruck, dass Gott nicht bei ihm war, von dem Zeitpunkt, als er klein war. And Mark answered the question. He said, Und Mark hat diese Frage beantwortet und er sagte, when I was 17 and I walked out of the house. als ich 17 Jahre alt war und aus dem Haus gegangen bin. And he said, he was walking to the, and he didn't finish the sentence. Ja. Und er sagte, ich bin und er hat diesen Satz nicht beendet. And the lady said, I know, to the train station, and she named the train station. Und dann hat die Psychiaterin gesagt, ja, ich weiß, Sie sind zum Bahnhof gegangen und sie hat sogar den Namen der Stadt dieses Bahnhofs genannt. And she said, and I saw Christ with his arms around you. Und sagt sie, wissen Sie was, ich habe gesehen, wie Christus seine Arme um sie gelegt hatte.
And Mark Mason, at that time, Mark said he felt the love of God from the top of his head to the toes of his feet Und Mark sagt dann, in 1 second. als he sie said. das gesagt hat, innerhalb einer Sekunde fühlte er die Liebe Gottes vom Scheitel bis zur Sohle. His trust in God was restored there and then. Sein Vertrauen in Gott wurde genau zu diesem Zeitpunkt geheilt. And he began to heal. Und er fing an, geheilt zu werden. His depression slowly left So nach und nach verschwand seine Depression and his suicidal tendencies left. und auch seine Selbstmordgedanken verschwanden. When I met him, he was in Chiang Mai in Thailand, Als ich ihm begegnet bin, das war ja in Chiang Mai in Thailand, running a orphanage. war dort und er hatte ein Waisenheim, das er leitete. So we must be confident in the love of God. Das ist so wichtig, dass wir Vertrauen haben in die Liebe Gottes. When we lose that Wenn wir dieses Vertrauen in die Liebe Gottes verlieren and think that God doesn't love us, doesn't care for us, und denken, dass Gott uns nicht liebt und sich nicht um uns sorgt, we don't have that perfect love that casts out fear. dann haben wir nicht diese perfekte Liebe, die Angst austreibt. Now, I need to then move on to tell you more, okay? Ja, ich werde jetzt mal weitergehen, um Ihnen mehr zu erzählen, genau. Okay, so Eastern meditation and mindfulness. Also hier geht es um Meditation und fernöstliche Achtsamkeit. Okay, what happens is, and I will go into detail on Friday, tomorrow. Und morgen werde ich mehr im Einzelnen darauf eingehen. What makes people do more Eastern meditation and mindfulness? Sorry, what? What causes them to do more and more of it? Ja, was führt dazu, dass Menschen mehr und mehr meditieren und die fernöstliche Achtsamkeit praktizieren? The amygdala is calm. Die Amygdala wird beruhigt. There's more sleep waves. Sie haben mehr Schlafwellen. So it's very nice. Das ist natürlich ein sehr angenehmer Zustand. And then your brain gives up dopamine, which is addictive. Und ihr Gehirn schüttet ja auch Dopamin aus und das verursacht Suchtverhalten. So you do more and more of it. Deswegen braucht man mehr und mehr davon. And then in Yoga Nidra, there's less blood flow to the front. Und wenn man dieses Yoga Nidra praktiziert, dann gibt es weniger Blut, das zum Frontallappen geht. If you Google meditation and the frontal lobe, you will see the most common phrase is the frontal lobe goes offline. Also wenn Sie das googeln, dann werden Sie herausfinden, dass im Englischen heißt es Frontal Lobe Offline, also dass der Frontallappen geht offline. And the scientists actually can see the ACC is deactivated. Also und die Wissenschaftler können sehen, dass dann das ACC, also dieser Ort hier, deaktiviert wird. And when the frontal lobe goes offline, another part of the brain also is deactivated, the parietal lobe. Und wenn der Frontallappen offline geht, dann wird auch der Parietalgehirnlappen deaktiviert. And when the parietal goes offline, you lose your position in three-dimensional space as yourself. Und wenn dieser Parietalgehirnlappen deaktiviert wird, dann verliert man seine Orientierungsfähigkeit im dreidimensionalen Raum. You feel like you are one with the universe, with the sun and the stars and the moon. Sie fühlen dann, dass sie eins sind mit dem Universum, mit den Sonnen, Mond und Sternen. And so mindfulness is, I want to show you a picture of when you click, mind moves, you know. Sorry. No, I can only have a click with this here. Okay. But I think okay, show them this one. Yes. Ich muss mich mal kurz da. The one with the picture. This one here, yeah. No, see? It's moving. I didn't touch it. But I don't touch anything either. Weird. Okay, wir haben ein paar technische Herausforderungen gerade. Gucken wir gleich nochmal, wo das Bild ist jetzt. One more back. Das, Back some more. This one. Okay? Entschuldigung. When your parietal lobe goes down, Also wenn Ihr Parietalgehirnlappen deaktiviert wird, stillgelegt wird, you feel you're one with everything, the universe. dann fühlen, maybe it's because your thing is on here. Okay. You feel like you're one with the universe. Dann haben Sie das Gefühl, dass Sie eins sind mit dem Universum. Time stands still. Dann bleibt die Zeit stehen. And so this is like nirvana. Das ist dann sowas, was Nirvana auch genannt wird. Okay. Other things happen. Es Let gibt, me auch, get back to my slides.
gibt auch andere Dinge, die passieren. Ich muss mal zurück zu meinen Okay. Folien gehen. Yes. Now, so the icon for meditation is that when you start meditating, you're a drop of water, you're whole. Also wenn man meditiert, dann kommt man sich vor wie ein Tropfen Wasser. When your parietal goes down, your drop of water goes into the ocean and you become one with everything. Also wenn man, wie gesagt, meditiert, dann wird ja auch der Paritalgehirnlappen aktiviert und dann fühlt man sich eins mit allem. Ne? Was? Entschuldigung, ja, danke schön. Wenn der Paritallappen deaktiviert wird, danke schön, ist ganz wichtig, dann fühlt man sich ja eins mit dem ganzen Universum. So in the next slide, I will give you a quote from John Kabat-Zinn. Also ich möchte Ihnen jetzt hier ein Zitat vorlesen von John Kabat-Zinn. He is the founder of mindfulness. Er ist der Begründer von dem, was man Mindfulness oder Achtsamkeitsübung nennt. He was a Hatha Yoga practitioner Er hatte Yoga praktiziert and he was doing Zen. und er hatte auch Zen praktiziert. So listen to his words and you can see in his words that he feels like one with the universe and time stands still. Und jetzt wollen wir uns mal seine Worte anschauen und dann werden Sie sehen, dass er sich eins fühlt mit dem Universum und dass die Zeit stehen geblieben ist für ihn. Why don't you read the words for them? Es gibt keinen Ort, an den man gehen kann. Es gibt nichts zu erreichen. Es bedeutet zu erkennen, dass du bereits hier bist. Also gibt es keinen anderen Ort, an den du gehen kannst. Was jetzt passiert, ist das, was zählt. Die Zukunft, die wir wollen, ist jetzt hier. Wir sind bereits mittendrin. So what he's saying is the future is here now. Also was er sagt, guck, die Zukunft ist bereits hier. There's nowhere else to go. Es gibt keinen anderen Ort, wo man hingehen kann. He is in infinity, he is in eternity. Er ist in der Ewigkeit. So this words come out Unendlich, from Dankeschön, in der Unendlichkeit, Dankeschön. these words come out of meditators. Also das sind die Worte, die aus dem Mund von jemandem kommt, der meditiert, fernöstlich meditiert. So mindfulness is very much the same as Eastern meditation. Also Mindfulness oder Achtsamkeit ist eigentlich mehr oder weniger das gleiche wie fernöstliche Meditation. So this is what happens when the parietal lobe goes down. Also das passiert, wenn der Paritalgehirnlappen deaktiviert wird, stillgelegt wird. So mindfulness says only, oh, you're following your breath. Denn im Mindfulness sagt man ja, man folgt seinem Atem. You're emptying your mind. Man entleert seinen Geist. But if you do too much of it, Aber wenn du zu viel davon praktizierst, this happens. dann passiert genau das. Okay, the next slide. Now, when I was doing meditation, this is how I felt. Also als ich die Meditation praktiziert habe, dann habe ich mich genauso gefühlt, wie man es auf der linken Seite lesen kann. I'm non-judgmental. Ich bin nicht wertend. Whatever I think, whatever I do, it is what it is. There's no right, no wrong. Also es ist, was es ist. Ne? Es gibt kein richtig, kein falsch. And whatever I observe, it's just attention and it is just awareness. It is no right, no wrong. Also ne, und alles, was ich denke, ist nur eine Aufmerksamkeit. Es gibt kein falsch und kein gut. So when one feels this way, Also wenn man sich so fühlt, one is very relaxed. dann ist man sehr entspannt. One is non-judgmental. Man ist nicht bewertend, nicht verurteilend. One doesn't really care. Es macht einem alles nichts aus. And so this is where we show the next slide. Jetzt wollen wir uns das nächste Bild anschauen. And this is Dalai Lama, Das ist jetzt Dalai Lama. the head of Buddhism. Das ist das Haupt der Buddhisten. He asked the question, what is love? Er stellt die Frage, was ist Liebe? And the answer is love is the absence of judgment. Also Liebe ist die Abwesenheit von Gericht oder Verurteilen. So in a meditative nirvana, Also wenn man in einem meditativen Nirvana ist, it is what it is, whatever you see. also es ist halt wie es ist, egal was man sieht. There's no right, no Es wrong. gibt kein richtig und kein falsch. There's non-judgmental. Es gibt nichts, ist nicht verurteilt. Now the question is this true? Die Frage ist das wahr? It's not true because love differentiates. Das ist nicht wahr, denn die Liebe unterscheidet. If this side, you are all country A, having a war with country B, Also nehmen wir mal an,
Das ist jetzt, Sie repräsentieren ein Land A und das gegen ein Land B kämpft. And you're country B having war with country A. Und Sie als Land B führen einen Krieg gegen Land A. I'm a spy. Und ich bin ein Spion. One day I spy for you against them. Und eines Tages, da spioniere ich bei Ihnen für Sie, also für diese Gruppe hier. And next month I spy for you against them. Und im nächsten Monat werde ich für diese Gruppe bei Ihnen, also für diese Gruppe bei Ihnen spionieren. I don't judge. Aber ich werde natürlich nicht verurteilen. Do I love you? Liebe ich Sie dann? Do I love you? Liebe ich Sie dann? I couldn't care less. Es würde mir natürlich nichts ausmachen. So this is not true. Das ist nicht wahr. But in meditation and mindfulness, you get to this stage. Aber in Meditation und Achtsamkeit kommt man zu diesem Zustand. So this is an introduction of how I researched and I found wonderful things about the brain. Und also so hat bei mir halt mein Forschungsdrang begonnen und ich habe wunderbare Sachen über das Gehirn entdeckt. And these wonderful things must not be manipulated. Und diese wunderbaren Dinge dürfen nicht manipuliert werden. And these wonderful things can do things for which it is designed for. Und diese wunderbaren Dinge, ne, die hier durch das hier entstehen, können wunderbare Dinge tun, denn dafür sind sie ja geschaffen worden. Like caring for each other. Zum Beispiel dem anderen Fürsorge zeigen. Like being hopeful and füreinander optimistic. sorgen, hoffnungsvoll zu sein und optimistisch zu sein. And having the determination and the will. Und die Willenskraft und die Entscheidungsfähigkeit zu haben. Knowing right from wrong. Das Richtige vom Falschen, das Gute vom Bösen unterscheiden zu können. So these discoveries I wanted to share with you before tomorrow I tell you why Eastern meditation and mindfulness dissociates the brain and how it does it and why it is bad. Also ich wollte erstmal, dass Sie diesen Anteil verstehen, ne? Wie toll das eigentlich ist, ne? Dass wir das ACC haben und den Parietallappen, damit Sie morgen besser verstehen können, wie diese anderen Praktiken das zerstören. So I hope to see you tomorrow. Ich hoffe, dass Sie morgen wiedersehen werden. All right. Thank you very much. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Yes, then I would like to thank you as well. This was a very, very interesting presentation. Ich möchte ihm auch nochmal danken. Das war wirklich ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Wir sind jetzt sicher alle motiviert, alles zu tun, damit hier, wie heißt dieses Teil? ACC, genau, dass das aktiviert wird. Und das passiert wie? Durch Fürsorge, genau, indem man für den anderen sorgt. Ne? Das war ganz, ganz wichtig. Dadurch wird es aktiviert, wird stärker und unterdrückt natürlich dadurch auch die Amygdala, die zur Angst und Wut und all das führt. Ne? Also wir haben jetzt ziemlich viel in der Hand, wir haben jetzt sehr viel Werkzeug in die Hand bekommen, ne? Wie wir eigentlich diesen Teil stärken und den Teil schwächen können. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ja, morgen geht es ja weiter mit weiterer Forschung. Ich muss mal eben auf meinen Spickzettel gucken. Also morgen geht es um Neurowissenschaft Teil 2. Achtsamkeit, Yoga und Zen-Meditation. Was folgt aus dem Aktivieren und Deaktivieren von Gehirnarealen für das Bewusstsein? Ich glaube, es wird wieder ein spannendes Thema werden. Sie sind herzlich eingeladen, wieder zu kommen. Es wäre schön, wenn Sie wieder kommen könnten. Und auch Sie im Livestream möchte ich gern verabschieden. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und herzlich willkommen morgen wieder um 18:30 Uhr.